Man kann natürlich auf den Schafberg hochwandern, aber wir gönnen uns jetzt die Zahnradbahn. Auf den Schafberg. Da hoch soll's gehen. Kommen Sie mit ins abenteuerliche Salzkammergut. In eine der schönsten Naturlandschaften Österreichs mit mehr als 70 Badeseen. Hier liegt das kostbare Salz. Hier war Kaiserin Sissi auf Sommerfrische. In dieser filmreifen Kulisse wollen wir neben Altbekanntem auch Neues entdecken. 20 Kilometer östlich von Salzburg beginnt das Salzkammergut. Wir besuchen St. Wolfgang, Bad Ischl, Hallstatt, Gmunden und schippern über so manches Gewässer. Unsere Reise beginnt mit Österreichs steilster Zahnradbahn, die mehrmals täglich von St. Wolfgang aus startet. Schon seit 1893 geht's so bergauf. Oh, jetzt wird man schon so richtig nach hinten gepresst. Bis zu 26% Steigung hat diese Bahn hier. Das ist schon der Hammer. Und jetzt sieht man schon den ersten Seeblick. Wow. Unter uns liegt der Wolfgangsee. Die Schafbergbahn ist sehr beliebt und bis zur Zwischenstation Schafberg-Alpe rappelvoll. Frohes Wandern. Viel Spaß noch. Ja, danke. Also wer will, wandert ab jetzt die letzte Stunde hoch und die anderen bleiben gemütlich sitzen. Beides möglich. Der Bau der Zahnradbahn war damals ein schwieriges Unterfangen. Davor, kaum zu glauben, ließen sich die feinen Leute aus Wien und St. Wolfgang auf den Schafberg tragen, von sogenannten Sesselträgern. Wow! Nach 35 Minuten erreichen wir die Endstation. Wer hochwandert, braucht mindestens 3 Stunden. Oh, ein paar Grad kühler hier oben. Aber was eine Fahrt. Mir ist schwindelig. Herzlich willkommen im Salzkammergut. Das ist meine Schallwand hier. Auf dem Gipfel des Schafbergs thront Österreichs ältestes Berghotel und die Schutzhütte Himmelspforte. Wegen des 360-Grad-Panoramablicks auf die Seen im Salzkammergut kehren viele Gipfelstürmer gerne hier ein. Oh, das sieht ja köstlich aus. Kaiserschmarrn. Und wie hieß das Getränk noch? Himmelsnektar. Himmelsnektar, wieso? Weil es himmlisch schmeckt bei uns oben. Ach so. Alles. Kaiserschmarrn mit Panorama und Himmelsnektar. Vielen Dank. Gerne. Mehr geht nicht. Guten Appetit. Danke. Das ist so der Inbegriff von Österreich. Ich glaube, die haben es auch gern. Habt ihr auch gern Kaiserschmarrn? Guck mal. Ist das fein? Oh. Ich weiß nicht, ob Kaiserschmarrn was Gutes ist für euch. Wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist halt so lecker, gell? Ja. Fein. So ein letztes Stückchen. Oh, du bist eine ganz freche, hä? Moment, Moment, Moment. Oh, oh, jetzt gibt's Konkurrenz. Oh, oh, oh. Jetzt esse ich's. Wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte. Wahrscheinlich soll man sowieso nicht füttern hier. Na, Gulaschsuppe geht, glaube ich, nicht so gut bei denen, gell? Da ist der Kaiserschmarrn ist beliebter.
Wir fahren in den Süden des Salzkammerguts. Im Ausseerland besuchen wir ein Salzbergwerk und machen eine filmreife Bootsfahrt. Das weltberühmte Hallstatt darf natürlich auch nicht fehlen. Und hier gibt es echten Zirbenschnaps, Heidelbeerschnaps, Apfelbirnen, Zwetschgenschnaps. Ja, für den Genuss ist auch immer gut gesorgt. Lohser heißt der Hausberg hier. Am Fuße liegt der Altausseer See. Tiefblau ist sein Wasser, deshalb wird er auch gern Tintenfass genannt. Man kann ihn komplett zu Fuß umwandern oder mit einer sogenannten Plätte überqueren. Kommst du bitte rein in die Plätte? Sehr gern. Ja. Plätte, das ist ja ein plattes Boot, Ein ne? flaches Boot, ein Boot ohne Kiel. Eben. Leicht wackelig, aber total safe. Ziemlich. Ja. Und früher zum Salztransportieren. Salztransport, Holztransport, das Heu haben sie damit für die Tiere transportiert. Und jetzt transportierst du mich ein bisschen. Jetzt transportiere ich dich ein bisschen. Ich hätte zum Beispiel hier auch noch für dich einen Strohhut. So einer wie du. Der gleiche. Wie Ist das ein österreichischer oder wie? nicht wirklich? Nicht wirklich? Brille weg. Muss die Brille weggehen, ja. Aber es ist ja ganz schön, die Sonne hat noch Kraft. Die gell? Sonne hat Kraft. Passt und es? Der passt perfekt. Na, wir zwei jetzt. Ja. Wir wollen auf die andere Seite des Sees, zum Jagdhaus Seewiese. Eiskalt, Es hat gell? genau 13 Grad, das Wasser. Im Sommer bekommt er So dann schon kalt. 24 auch. Und wie kühlt er jetzt so schnell wieder runter? Ja, gespeist wird der Altausseer See durch unterirdische Karstquellen. Und da kommt eiskaltes Wasser unten rein. Und dann, wenn der Wind geht und es dreht hinüber, dann kann es sein, dass er sehr, sehr schnell wieder abkühlt. Eigentlich hat man es doch mit dem Ruder. Gefahren, Ursprünglich wird die Plätte gerudert, Ja. ja. Darf ich das auch mal ausprobieren? Das würde ich ja Ich gerne zeig's dir mal, Sehr gern. wie ich das mache. Das sieht ja schon sehr Jetzt nehme ich stattlich das aus, das Ruder. Ruder hier. Ja. Riesending. Und so viereckig. Ja, das Ruder, das kommt dann hier das zur hängt da Seite. drin? Die Plätte wird, das ist ein Ochsenzimmer. Aha, Die Plätte wird mit einem Ruder einseitig gerudert. okay. Und beim Rudern gibt man eben einen Stoß und dann schneidet man. Und durchs Schneiden zieht man die Plätte wieder gerade. Weil wenn ich jetzt nur rudern würde, würde man einen Kreis fahren. Oben nehmen, da nehmen, du machst das perfekt. Also, da muss es auf Zug sein, in dieser Ochsen, wie heißt das? Ochsenzimmer. In dem Ochsenzimmer. Ja. Oh, ja, man braucht da aber dann schon ein bisschen Kraft. So. Ja, du bist mit dem Ruder zu weit im Wasser. Das sollte Zu weit zur im Hälfte Wasser. rausstehen. Also du kannst hier ruhig noch die Hand. Ist der groß? Du kannst Ja? ruhig noch. Ja, genau, das ist gut. Und dann spürst du, dann geht's leichter. Nein, nein, nein. Zur perfekten Plättenfahrerin reicht's wohl noch nicht. Und das Jagdhaus Seewiese ist auch noch nicht in Sicht. Aber ich merke jetzt, das Prinzip, so langsam verstehe ich's. Ja, die Das- Kurve kannst du schon ganz gut. Die Kurve kann ich gut, genau. Heute gibt's Plättenfahrten nur noch zum Vergnügen auf dem Althausseer See. Oder wenn Hollywood kommt. 2015 wurden genau hier die ersten Szenen für den James-Bond-Film Spectre gedreht. Na, das können wir doch auch. So ungefähr sah es aus, als Schauspieler Daniel Craig als Bond mit einer Plätte zum Jagdhaus Seewiese fuhr. Hallo? Grüß dich, servus. Pauli? Ja, darf ich. Darf man Pauli sagen? Tamina. Servus, Danina. Mensch, das war jetzt gerade eine Anfahrt mit dem Boot. einer Plätten, oder? Mit der Plätte bin ich Ja, gekommen. wunderbar. Und da ist doch James Bond auch gekommen, oder? Der James Bond ist auch mit der Plätten gekommen, genau. Hat sich denn nach dem Film was verändert? Kommen jetzt immer mehr Leute, die da was wissen wollen zu? Oder ist das immer schon? Noch immer, auch immer. Wenn man denkt, es ist 2015 in Jena gedreht worden. Und es kommen noch immer Leute. Und wir sind eigentlich das Jagdhaus Seewiese. Das war ja das Jagdhaus der Familie Hohenlohe, Schillingfürst früher, was dann umgebaut wird. Und seit 25 Jahren sind meine Frau und die Pächter da. Aber seit der James Bond war, sind wir die James Bond-Hütte.
Ja, es kennt uns alles, es kennen uns alle unter James Bond Hütte. Aber war hier eine Weile lang Action wahrscheinlich? Ja, da war eigentlich ein Jahr lang. Wir haben ja geheim Fotos gemacht. Die hängen neben mir in der Hütte. Und da haben sie uns auch erwischt dabei. Und dann hat einer 20 Minuten auf Englisch mit uns geschimpft. Dann haben sie uns das Handy, beim Handy geschaut. Dann haben sie ein Foto angeschaut und haben gesagt, okay, wir dürfen es halt erst irgendwo bei uns aufhängen und nicht veröffentlichen, wenn Sie es sagen. Und das war dann, bis da halt der Film die Premiere gehabt hat. Genau. Im ersten Drehbuchentwurf zum James-Bond-Film Spectre sollte übrigens das komplette Jagdhaus in die Luft fliegen. Zum Glück wurde diese Idee wieder verworfen, sagt Pauli König. So, und wo haben wir jetzt den Bond? Ach, hier. Da ist er. Da Warte, ist da vorne haben wir der dann noch Daniel mal was. Craig, Mensch. Da haben wir noch War was. jetzt auch hier, wo wir stehen, war er da auch. siehst du, da haben's. Hat schon was. Da. Echt, da waren Und da viele sieht man's. Leute am Set. Ha? Das ist das war die Schlussbesprechung im Oktober. Okay, da war es noch Aber grün. so war es eigentlich. So viele Leute waren eigentlich einmal im Monat da. Wie aufregend. Darauf einen Holundersaft. Geschüttelt, nicht gerührt. Ist schon schön, ja. Kommst du von hier? Von der Ich komme aus Altaussee. Ja. Ich bin gebürtig Altaussee. War aber 17 Jahre im Skiweltcup tätig als Servicemann. Oh. Bei den Deutschen, bei Markus Wasmeier lange Zeit. Ach. Ja, war ich sein Servicemann. Und ich bin aber von da und ich war auf der ganzen Welt, ich möchte aber nirgends anders sein. Kann man verstehen. Ja, jetzt bin ich schon 25 Jahre da in Wirth und das ist auch schön. Ja, das glaube ich. Danke für den Holler. Bitte, gerne. Prost nochmal. Prost. Und da wollen wir als nächstes hin. Auf den Loser, den Altausseer Hausberg. Eine 9 Kilometer lange Panoramastraße führt ziemlich spektakulär hinauf. Und diesmal habe ich eine Mitfahrerin. Schau da runter. Guck mal. Wahnsinn. Bist du narrisch? Sagt man das so? Ja. Bist du narrisch? Schau mal da. Wanderführerin Alice Hofbauer will mir etwas Besonderes oben auf dem Berg zeigen. Ui, der hat's geschafft. Oh Gott, der fährt so schnell. Oh Gott. Die 9 Kilometer lange Loser Panoramastraße ist schon ein Erlebnis für sich. Es ist einfach eine Bergstraße. Ja. Und wie wir ja gerade gelernt haben, sagen wir Kern und ihr sagt Kurven. Ja, Aber es ist das gleiche gemeint. Ne? Genau. Kehre 7. Ah, Seehöhe 1200 sind wir schon. Kehre 8. Ja. 1315 sind wir schon. Bis auf 1600 Meter führt die Bergstraße hinauf. Am Parkplatz Loser Alm ist dann aber Schluss mit der Bequemlichkeit. Wenn man jetzt hier runterfällt, stell dir vor. War nicht so Gott. gut. Oh Gott, wenn man jetzt hier Gas und Bremse verwechselt, Wäre schlecht. da habe ich ja Respekt. Gehen wir's auch? Gehen wir sagen, ja. Wo Das ist denn siehst du unser schon. Weg? Ist das dieser Weg da? Genau, und oben siehst du die gelbe Tafel, gell? Ja. Und da drehen wir uns dann links rüber. Da. Und wenn du dann nur weiter rauf schaust, siehst du oben schon die Leute. Ah, da hoch wollen wir. Und das ist unser heutiges Ziel. Okay, das ist ja schon ein ganz schönes Stück, ha? Ja, passt gut. So ein paar Höhenmeter machen wir auch. Passt. Alice will mit mir zum sogenannten Loser Fenster wandern. Jetzt geht's schon gut auf. Ja, die Wegmarkierungen sagen uns, wir sind noch richtig. Ja? Ja. Ja, du hast jetzt, zeig noch mal her, du hast jetzt eigentlich richtig so, sind es nicht so Runners-Schuhe quasi? Du könntest doch jetzt hier richtig, warte mal kurz, Alice. Laufen. Ja, laufen. Ja. Bist du mit denen immer am Berg unterwegs? Ja, schon eigentlich. Ja? Ich Was weiß jetzt, was ist das? Guck mal, das ist doch ein Wanderschuh. das ist ein Das Wanderschuh. ist ja. jetzt ein Auch ein Wanderschuh. auch ein Wanderschuh. Dadurch, dass ich halt doch fast jeden Tag gehe, sind halt, glaube ich, meine Bänder schon ein bisschen flexibler. Ja. Und ich empfehle eigentlich immer jeden Halbhohe schon. Weil das ist das einfach da einmal kurz umbeckeln, Ja. umknacksen, Ja, das kannst du. umbeckeln. Umbeckeln, okay.
geht halt dann schon flott. Ne? Ja, solche Schuhe sind nur für Leute, die nicht umbeckeln und die geübt sind, gell? Hände einfach immer dazu nehmen. Je höher der Schwerpunkt, desto weiter unten was ist. Die Felsstufen sind steil, aber nicht gefährlich. Vor allem Familien wandern gern mit ihren Kindern hier rauf. Schaut schon cool aus da auf, ha? Ja, es ist... Glaubt uns kein Mensch. Oh, jetzt ist spannend, was dahinter kommt. Ja. Das ist ja immer eine Überraschung. Ziel in Sicht oder nicht, gell? Ah, da, guck mal, das sieht vielversprechend aus. Glaubst du? Oh, da kommt was, da kommt was. Glaubst du? Oh, jetzt könnte es was... Ah, doch. Zeig, warte. Ach, herrje, guck an. Na, das ist ja toll. Wow. Nach einer Stunde haben wir es erreicht, das berühmte Loser Fenster. Ein steinernes Tor im Fels, das wie ein Fensterrahmen die Bergwelt dahinter präsentiert. Aber es kommt ein richtig kalter Wind. Ne? Ja, wir haben noch was zum Anziehen mit einer Jase. Ja, was mit für dich. Hast du was mit? Ja, sicher. Mal schau, für dich mitgenommen, Gipfelstürmer. Ah! So, und wie jetzt? Prost. Einfach so. Ja, sicher. So jetzt. Ja. Boah, das ist ja ein richtig krasser Schnaps. Ist schon. Oh, jetzt aber du auch. Prost. Ein Gipfelstürmer. Gut ist er. Gut ist er. Ja, Mahlzeit. Mahlzeit. So. Oh. Gut. Aber wenn man sich das erwandert hat, kann man das schon vertragen. Hm? Es schmeckt ja gleich viel besser. Wie war das, du hast vorhin gesagt? Die Sissi, die war ja auch hier. Die ist hier die auch hochgewandert, gell? Genau, also für die Sissi Weiß, sie hat den Zauberberg benannt, den Loser. Hat dann auch das Loser-Lied geschrieben. Und aufgrund dessen gibt es ja da drüben auf dem Gipfel hinauf den Sissi-Klettersteig. Genau. Dass man hier gut klettern, also kraxeln kann, das wusste tatsächlich schon die Sissi, also die Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn. Im größten aktiven Salzbergwerk Österreichs wird seit dem 12. Jahrhundert Salz abgebaut. Schon immer war das weiße Gold, wie es früher genannt wurde, ein kostbarer Schatz. Man konnte damit Lebensmittel haltbar machen. Oh, das sieht ja toll aus hier. Ja, an dieser Stelle sieht man gefaltete Steinsalzschichten. Das Meer hat ja immer waagerecht abgelagert vor 250 Millionen Jahren. Und bei der Alpenhebung ist das dann nach oben gehoben worden und durchgemischt wie ein Teig. Darum kriegt es diese Formationen. Ja, also es ist doch recht weich, wenn man es vergleicht. Es ist weich und elastisch. Man kann es wie ein Kuchenteig im Prinzip vorstellen. Ja, ein sehr salziger Kuchenteig. Genau hier 700 Meter tief im Berg, wo zu Ehren der Schutzheiligen Barbara aus purem Steinsalz eine Kapelle erbaut wurde, ereignete sich eine schicksalhafte Geschichte. Während des Zweiten Weltkriegs hatten die Nationalsozialisten in den Salzbergwerkstollen von Altaussee ein gigantisches Depot angehäuft, unter anderem mit gestohlenen Kunstschätzen. Darunter Rubens, Rembrandt und Vermeer. Gedacht waren sie für Hitlers Führermuseum, das in Linz entstehen sollte. Allein mehr als 6.500 wertvolle Gemälde aus ganz Europa wurden hier unter Tage gelagert. Ja, kurz vor Kriegsende hat es den Befehl gegeben, das Bergwerk mit der ganzen Kunst zu sprengen. Es sind dann Mitte April 8 große Fliegerbomben hier hereingebracht worden. Das Ironische dabei ist, es sollte hier geschützt werden vor Fliegerangriffen und dann sind Fliegerbomben hereingebracht worden.
und das Bergwerk sollte gesprengt werden. Aber die Bergmänner haben gemeinsam mit der Salinenleitung, dem Chef damals, einen Plan geschmiedet, diese Bomben aus dem Berg zu bringen und nur die Eingänge zuzusprengen. Vorsicht Marmor stand auf den Kisten. Doch die Altausseer Bergleute wurden misstrauisch und entdeckten die Fliegerbomben. Ihnen ist es zu verdanken, dass im Mai 1945 Europas Kunstschätze vor der Zerstörung durch die Nationalsozialisten gerettet wurden. Viele bedeutende Kunstgüter, die hier unter Tage als Replikate zu sehen sind, konnten nach Kriegsende wieder an ihre Besitzer zurückgegeben werden. Einzigartige Stücke wie die Brügger Madonna von Michelangelo oder der Genter Altar. Jetzt kommt der lustige Teil, die Bergmannsrutschen. Die Bergmannsrutschen. Die Bergmannsrutschen. Das ist ja cool. Das Wichtigste ist nicht bremsen. Nicht bremsen? Nicht Oh bremsen. Gott, das ist aber ganz schön steil. Hinten ist ein großer Nagel, also der bremst uns. Oh nein! Ja, Bergmannsrutsche, super. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Hallo. So, Glück auf. Das ist aber eine große Gruppe. Wie viele sind das denn? Nicht abbiegen. Gleich ist geschafft. Spannend war's im Berg. Aber man ist auch froh, dann irgendwann wieder draußen zu sein. »30 Autominuten weiter liegt der Hallstätter See. Auch hier wurde Salz abgebaut, bereits vor 7000 Jahren. Hallstatt ist von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden und gilt als schönstes Dorf Österreichs. Hallstatt ist klein. Besonders im Sommer, wenn sich hier täglich tausende Touristen aus aller Welt tummeln, wird's eng. Ja, hallo. Kein Problem. Oh, das ist jetzt... Und das ist Der der Marktplatz. berühmte Marktplatz, ja, genau. Ja, guck. Das ist It's a Fairy Tale. Es ist wirklich eindrucksvoll, oder? Ja, so alles ein bist auch Ensemble, begeistert, gell? oder? Ja, Und es ist genauso- wirklich hübsch. Genauso ist es den Chinesen ergangen, die diesen Marktplatz nachgebaut haben in China. Ja, wie war denn das? Ja, es hat ihnen so gut gefallen, dass sie auch in China einen Hallstätter Marktplatz errichten wollten. In 1:1 der Größe. In dieser Größe, ja, das ist richtig. Schau, ich habe auch ein Bild mitgebracht, wie das ausschaut. Es ist Aber- der chinesische Marktplatz. Ah, was? Aber andersrum, oder? Ein bisschen anders. Es ist Seitenverkehr aufgebaut. Und jetzt kommen die ganzen Chinesen mit- und wollen natürlich schauen, wie das hier in echt aussieht. So ist es mit ein Grund, warum so viele chinesische, asiatische Gäste nach Hallstatt kommen, das Original anschauen wollen. Es soll sogar Besucher geben, die meinen, der ganze Ort wäre ein Freilichtmuseum. Und die Bewohner allesamt Mitarbeiter, die abends wieder nach Hause gehen. Diese Musiker sind alle echt. Sie haben sich getroffen, um ein kleines Konzert zu geben. Geigenbauer Arnold Lobisser war lange Lehrer an der Hallstätter Schule für Streich- und Zupfinstrumentenbau. Heute bekommt der über 80-Jährige ein Ständchen. Die Schülerinnen und Schüler hier kommen aus ganz Europa, um zu lernen, wie man Geigen, Bratschen und Gitarren baut und repariert.
Ein Handwerk, das vor allem eines erfordert: Geduld. Man braucht viel Geduld. Im Laufe der 4-jährigen Ausbildung werden historische Instrumente gebaut und Eigenkreationen. Eine eigene Werkstatt zu haben und dort Instrumente zu bauen. Das wäre mein Traum. Ein Beruf mit Zukunft. Viele Musiker wünschen sich heute Sonderanfertigungen. Eine Viola da Gamba oder eine Laute kann ich nicht jetzt in einem normalen Musikgeschäft kaufen. Die muss man sich bauen lassen. Und wir sehen das natürlich sehr positiv. Wir schicken aber unsere Schüler auch wirklich ins Ausland und sagen, ja, Deutschland, Schweiz, Italien, schaut euch mal dort um. Und manche bleiben natürlich auch dort. Wenn jemand zum Beispiel sehr gut ist, dann darf er in der 4. Klasse dann sein Instrument selbst entwerfen, gestalten, weil die sind natürlich noch ein bisschen lockerer in ihren Ansichten oder wollen auch was ausprobieren. Und ich unterstütze sie dabei, dass sie vielleicht manche Dinge im Instrumentbau neu denken. Zurück im Zentrum von Hallstatt. Wir sind auf dem Weg zur wohl berühmtesten Sehenswürdigkeit des Ortes, zu einem ganz besonderen Friedhof. Er wurde auf Felsterrassen um die Pfarrkirche angelegt. Es gibt hier aber auch einen speziellen Raum, in dem Verstorbene früher ihre letzte Ruhestätte bekamen. Das geht eben auch zurück, jetzt nicht ganz so weit, auf etwa 1700 herum, wo der Friedhof aufgrund der vielen Menschen, die im Salzberg gearbeitet haben, irgendwann einmal zu klein geworden ist, um allen Menschen ein eigenes Grab zu geben, die das gebraucht haben. Und da hat man schlussendlich eine Lösung gefunden, dass man die Verstorbenen oder die Gebeine, die Knochen der Verstorbenen, die nach 10 bis 15 Jahren noch als Ganzes übrig sind im Grab, wieder herausgenommen hat, fein säuberlich gereinigt hat. Und dann hat man den Schädel bemalt mit dem Namen des Verstorbenen, Geburts- und Sterbedatum, mit dem Kreuz natürlich, und mit Blumen und Blättern an der Seite als Schmuckwerk. Und das Grab war wieder frei für einen kürzlich verstorbenen Menschen. Die Schädel wurden ins Beinhaus hineingebracht, in der Michaelskapelle, der letzten Ruhestätte für etwa 1200 Verstorbene. Damals gab es noch den Beruf des Totenmalers, erzählt uns Regina. Künstlerisch Begabte durften die Schädel ihrer Angehörigen selbst gestalten. Mit Eichenblättern als Zeichen für Stärke oder Efeublättern als Zeichen für das Leben. Dazu kamen Name, Geburts- und Sterbedatum. Das Wichtigste, was in Hallstatt eben als Tradition überliefert ist, das ist, dass die Identität des Verstorbenen mitgegeben wird. Dass das nicht irgendeiner anonym in einem Haufen Knochen oder Überbleibsel ist, sondern man soll wissen, wer hat hier die letzte Ruhestätte bekommen. Ja. Und das ist den Hallstättern ganz wichtig gewesen und bis heute herauf. Ein bemerkenswerter Ort. Heute fahren wir nach St. Wolfgang. Doch zunächst geht's in St. Gilgen hoch hinaus. Hinauf aufs Zwölferhorn. Mit reichlich Gepäck. Zwölferhorn-Seilbahn. Ah. Karin Limbach heißt die Pilotin, der ich gleich mein Leben anvertraue. Und du machst das schon ganz lange, ne? Mhm. Wie lange? Seit 17 Jahren schon. Wow, echt? Ja. Seit 17 Jahren und seit 2011 bin ich hier auf dem Berg. Und wir wollen jetzt ganz nach oben. Ja. Genau. Und was erwartet uns dann da? Ein noch besserer Ausblick. Echt? Ja. Das Genau. glaube ich.
Ist ja immer noch ein bisschen eine Männerdomäne, oder? Wie viele Frauen gibt es denn jetzt hier, die das auch machen? Also jetzt sind schon mehr, die anfangen, aber die hören meistens auf. Warum? Kinder, Familie oder sie haben es nur mitgemacht, weil es der Partner wollte und irgendwann, ja, nach 2 Jahren begreift man meistens, was man macht und dann wächst der Respekt. Ja, genau. Und? Bist du schon aufgeregt? Ein bisschen schon. Ja. Es ist ja schon der Mensch halt einfach doch kein Vogel, gell? Bisschen erarbeiten muss man sich es doch noch. He? Ja. Hier ist ja schon richtig was los. Genau. Hallo. Da, perfekt für uns. Karin ist Tandempilotin im Paragliding und wird in wenigen Minuten mit mir in die Luft gehen. Vom Zwölferhorn aus 1500 Metern. Wir haben jetzt relativ guten Wind, das heißt, wenn wir den Schirm aufziehen, kommt da mal ein starker Druck rein. Grundsätzlich geht das so, wir gehen nach vorne und dann ziehe ich den Schirm auf und dieser Zug, der zieht wahrscheinlich uns sogar ein kleines Stück zurück. Wichtig ist, dass du dann mitgehst. Nicht der Schirm ist stärker als wir, der haut uns sonst um. Erst gehen, dann mal kurz schauen, was passiert und auf Kommando dann laufen. Ja, nicht aufhören zu laufen. Auch wenn es nicht laufen, hochhilft, laufen, weiterlaufen. Ich sag Gut. dann, wenn wir fliegen. Warten auf den richtigen Wind. Mamma mia. Oh Gott. Und los geht's. Ja. Gehen, weiter, mit festhalten. Ja. Und jetzt rennen. Wir fliegen! Juhu! Unter uns der Wolfgangsee. Die Begeisterung fürs Fliegen, ich kann es total verstehen. Bei Karin ging es sogar so weit, dass sie eine eigene Firma für Tandemflüge gründete. Jetzt bist du deine eigene Herrin. Ja. Das ist ja schon was Fliegen Tolles. Ist so toll, ja. Na, es macht doch so Spaß. Also, es ist extrem anstrengend und wie du gesehen hast, viel Verantwortung auch. Ja, Organisation. total. Aber grundsätzlich, das jemandem diese Freude zu schenken. Ja, das ist so wunderschön, wirklich. Nach 20 Minuten Flugzeit steuern wir den Landeplatz in St. Gilgen an. Das war schön. Mega. St. Gilgen am Wolfgangsee. Hier hat die Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart gelebt, das Nannal. Mozarts Mutter ist sogar hier geboren. Ein kleines und feines Museum widmet sich diesen beiden Frauen aus der berühmten Musikerfamilie. Von St. Gilgen fahren regelmäßig Schiffe zu den anderen Orten am Wolfgangsee. Wir wollen nach St. Wolfgang mit seinem Hotel Das Weiße Rössel. Kommt einem doch irgendwie bekannt vor.
Da stimmen wir uns noch mal kurz ein. Und musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied so weh. Dein Herz, St. Wolfgang und das Hotel waren Schauplatz des berühmten Bühnenstücks Im Weißen Rössel. Es wurde in den 1960er Jahren mit Peter Alexander als Komödie verfilmt. Das machte das heutige Romantikhotel in aller Welt bekannt. Heute wird hier eine Hochzeit gefeiert. Die Torte kommt aus der Zuckerbäckerei Zauner in Bad Ischl und wird hoffentlich heil ankommen. Paare kommen gern ins Salzkammergut, um hier zu heiraten. An diesem Tag ist es ein Hochzeitspaar aus dem Ort, das sich in der Wallfahrtskirche St. Wolfgang das Ja-Wort geben will. Ort und Gotteshaus wurden nach Bischof Wolfgang von Regensburg benannt, der 976 ins Salzkammergut kam. Er wurde wegen seiner Menschenfreundlichkeit und Güte verehrt. Ein prächtiger Barockaltar mit den Reliquien des heiligen Wolfgang. Der berühmte gotische Flügelaltar von Michael Pacher wird alle 25 Jahre restauriert und hat eine beeindruckende Höhe von über 12 Metern. Hier beten die Pilger für ihr seelisches und körperliches Heil. Im 14. und 15. Jahrhundert waren es jährlich Abertausende, die nach St. Wolfgang kamen. Also lange bevor die ersten Touristen den Ort entdeckten. Sebastian Wallner führt eine sehr alte Tradition fort. Gegenüber der Wallfahrtskirche betreibt er ein Café mit Lebzelterei, wie das Familienwappen verrät. Die Pilger sind teilweise hergekommen. Wie war das? Wie hängt das noch zusammen? Ja, wir sind ja ein sehr bekannter Wallfahrtsort. Also wir waren eigentlich der dritt- bzw. viertgrößte Wallfahrtsort nach Rom, Einsiedl, Aachen. Man sagt, es sind eigentlich im Jahr fast bis zu 70.000 Pilger bei uns gewesen. Deswegen auch, wir sind ja Konditorei Lebzelterei. Weiß nicht, sagt der Lebzelterei was? Ja, ich habe mich gefragt, Lebzelterei, Ja. was ist? Also Lebkuchen? Ja, viele verbinden selber Lebzelterei mit Zelt oder so, keine Ahnung. Sage ich, nein, das ist ganz was anderes, Lebkuchen quasi. Und bei uns wird im Betrieb seit 500 Jahren Lebkuchen gemacht. Auch aufgrund der Pilger natürlich, weil das ein gewisser Wegverzehr natürlich auch war, damit die dann wieder gestärkt natürlich dann weiter konnten. Und Ach so. Genau, und natürlich nur Naturalprodukte wie Honig, Mehl, Zucker, was lange haltbar war und natürlich auch dann die Stärkung gegeben hat. Wo sind denn die Lebkuchen? Sind die... Sollen wir es einmal zeigen? Ja, verkaufen sie ja auch in ihrem eigenen Verkaufsshop. Ja? Drin? Gerne, ja, bitte. Heuer im Winter haben wir das alles umgebaut. Okay. Meine Eltern haben es vor 1991 gemacht. Schau kurz, wenn wir über die Geschichte geredet haben, das ist unsere Generationenwand, da siehst du mal 17. Generation. 17. Wer hat das schon? Wir sind sehr stolz drauf auf jeden Fall. Ja. Ja. Schau, und da haben wir jetzt unseren kleinen, unser Knusperhäuschen, sage ich mal ganz gerne. Hier riecht so gut schon nach Lebkuchen. Pilgerkerzen aus Wachs, Lebkuchen aus Honig, mit Gewürzen oder mit Marzipan. Das wäre so mit Marzipan. Ja, ich mache auch eine kleine Qualitätskontrolle. Hab's noch. Sehr gut. Und die werden hier jeden Tag frisch gebacken bei euch, oder wie muss man sich Bei uns das im vorstellen? ersten Stock oben, ja. Da haben wir eine Backstube. Und da wird eben das ganze Jahr über Lebkuchen produziert. Im Sommer dann bis zu 24 Eissorten. Und natürlich die ganzen Mehlspeisen. Ich muss auch eine Qualitätsprobe machen. Unbedingt. Das duftet schon sehr gut. Das ist haben wir auch. Das ist bei uns wird das auch Glätzenbrot genannt. Sehr gut. Weil das nehmen wir auch den Marzipan mit verschiedenen. Welches nehmen wir jetzt? Jetzt probieren wir den mit. Der Wegverzehr für Pilger gefällt mir immer besser. So langsam bekomme ich eine Vorstellung davon, wie gut hier Pilger in den früheren Jahren versorgt wurden.
Ja, und bist du, junge Generation, dran? Geht es jetzt irgendwie anders weiter oder was ist so dein Konzept? Natürlich, deswegen haben wir jetzt im Winter alles schon mal nach meinen Vorstellungen, sage ich jetzt einmal, umgebaut. Und der Gedanke war einfach dahinter, dass du einfach auch die junge Generation oder die jungen Leute wieder mehr dazu motivierst, auch ins Kaffeehaus zu gehen. Nicht nur am Abend unterwegs zu sein, sage ich jetzt einmal. Auch die Kaffeehauskultur hat auch seine Geschichte und seinen Reiz, sage ich jetzt einmal. Und wie kriegst du die Jungen? Ja, mit meinem Schmäh, sage ich mal. Ach so? Ja, das kann ich mir vorstellen. Nein, und wir sind ein relativ junges Team und das zieht natürlich dann auch gleich junge Leute an. Und es ist auch so ein Treffpunkt für Jung und Alt bei uns, sowohl als für Einheimische als auch Urlaubsgäste. Und das freut mich und unsere Familie besonders, dass man sich da beim Wallner, sage ich jetzt einmal, so trifft. Ich habe mir sagen lassen, du hast den Familienzusammenhalt ja noch irgendwo anders. Ja, das stimmt. Ja, ich bin natürlich jetzt sehr neugierig. Ja, es ist ganz frisch, aber... Also, weil ich so der Familie verbunden bin und so, habe ich mir jetzt heuer zu meinem 30. Geburtstag, mehr oder weniger, das Familienwappen tätowieren lassen. Das Familienwappen? Und genau, das ist auch draußen bei uns am Haus oben. Ja, da habe ich es gesehen, vorne an der Wand, gell? Und meine Eltern, also die Uschi und Roland, mich und meine Schwester eingravieren lassen. Den 22er noch wegen dem Jahr heuer, 22. Ich habe meinen 30er gehabt, meine Mutter den 60er und meine Urgroßmutter ist heuer 100 geworden. Die lebt auch noch? Die lebt auch noch, ja. Na. Ja, und das war eben... Ja, das ist ja wirklich... auch sehr viele... Und reich verziert und da ums Eck. Genau, ja, da habe ich noch, weil ich eine Barista-Ausbildung gemacht habe ich da noch eine alte Kaffeemühle mit dem Spitznamen schon von meinem Großvater, der Torg, wegen der Konditorei Teig. Und meine Freunde sagen auch mittlerweile Torg zu mir, ja. Das ist ja mal richtig ein denkwürdiger Arm jetzt. Genau. Ha? Darf ich noch eins probieren? Unbedingt. Gibt es noch mal ein anderes? Was jetzt hast du ein Leckerli. Am nächsten Tag fahren wir ins Zentrum des Salzkammergutes, nach Bad Ischl. Wir besuchen die Kaiservilla und ein beliebtes Ausflugsrestaurant. Bad Ischl ist das älteste Solebad Österreichs und zählte zu den beliebtesten Kurorten des europäischen Adels. Berühmt vor allem durch ein Kaiserpaar, Franz Josef I. und Elisabeth, genannt Sissi. Viele Jahre war Ischl sommerliche Kaiserresidenz. Erzherzogin Sophie, Franz Josefs Mutter, schrieb es der Heilkraft der Ischler Solebäder zu, dass sie nach langer Kinderlosigkeit 3 Söhne zur Welt gebracht hat. Salzprinzen wurden sie genannt. Um die Jahrhundertwende wurde Bad Ischl bekannt als Operettenhauptstadt. Franz Lehár und viele andere berühmte Komponisten und Musiker lebten hier. Kulinarisch hat die Stadt auch einiges zu bieten. Der Wochenmarkt ist ein Lieblingsort von Koch Christoph Held. Oder machen wir es gemeinsam? Ein du, ein ich. Ja. Sehr russisch. Mit seiner unkonventionellen Art bringt Christoph Held frischen Wind in die Ischler Gastronomie-Szene. Mit Grün, ohne Grün? Ja, unbedingt mit Grün. Unbedingt mit Grün. Ja. Karotte, aber mit Grün. Gib mir das so. Danke. Oh, und dann nehme ich noch einen Pond Petersil und einen Pond Dill und dann bin ich schon wieder weg. Danke. Und einen Dill. Ja. Seit 2008 bewirtschaftet er ein besonders beliebtes Ausflugsziel im Salzkammergut, auf dem Siriuskogel. Da wollen wir später auch noch hin. Vorher wollen wir uns den Tag noch etwas versüßen. Oh, ehemaliger K&K Hoflieferant. Hier die Zuckerbäckerei und Konditorei. Oh, Originalstollen von 1905. Sissis feine Konfiserie. Das muss jetzt natürlich sein, gell? Die Verbundenheit zur K&K-Monarchie sieht man dem Traditionscafé gleich an. 250 Spezialitäten locken im Kuchenbuffet. Die ganze Woche wird gebacken von 30 Konditorinnen und Konditoren.
auch nach Originalrezepten als Zauner K&K Hoflieferant war. Was hätten denn die Sisi und der Franz Josef, was hätten die denn genommen, wenn sie jetzt hier aussuchen hätten dürfen? Also bei uns gibt es 2 Spezialitäten. Sisi-Konfekt, das war die Lieblingspraline für Kaiserin Elisabeth. Oh wirklich? Die gibt es heute noch. Die haben wir hier drinnen. Sisi-Konfekt? Ja. Mit Champagner, Champagner, Trüffel und etwas Marzipan. Das muss fast schon sein, oder? So ist es, ja. Und die hat sie gern gegessen. Wie weiß man das denn? Ja. Wir sind ja K&K Hoflieferant. Ja. Das heißt, wir hatten die besondere Ehre in der Zeit der österreich-ungarischen Monarchie, wenn in der Kaiservilla eine Veranstaltung war, um ein modernes Wort zu verwenden, das Catering zu machen. Und da haben immer gewisse Produkte, die dabei sein müssen, zum Beispiel die Sisi-Pralinen oder ein gewisses Sorbet. Und der Kaiser Franz Josef wollte immer als Dessert eine Schoko-Karamellcreme. Und dieses Rezept, das haben wir natürlich bis heute bewahrt. Und das gibt es heute noch als Torte. Torte kann ich jetzt nicht, aber ich glaube, das gönne ich mir jetzt. Also so eine Sisi-Praline. Wollen Sie eines kosten? Ja, hier gleich und dann, genau, das ist natürlich auch. Ehrlich? Oh, gern. Das aus der Mitte. Ja. Das ist die Sisi vorne drauf. Ja. Na, die hat sie besonders gern gegessen. Und was ist da jetzt alles drin? Champagner, Trüffel und etwas Marzipan mit zart Milchschokolade. Schmeckt's Ihnen? Na, haben Sie denselben Geschmack wie die Kaiserin? Ja. Ja, die Sisi wird mir immer sympathischer. Im Kurort Ischl hatte das Kaiserpaar seinen Sommersitz. Die Kaiservilla ist die meistbesuchte Touristenattraktion im Salzkammergut und noch heute im Besitz der Nachfahren, Familie Habsburg-Lothringen. Ein Teil der Villa darf besichtigt werden. Räume, die mit Erinnerungen an Kaiserin Elisabeth verbunden sind. Aufgewachsen fernab jedes aristokratischen Zwangs, kam Sisi als 15-Jährige nach Ischl. Hier fand auch die Verlobung mit Franz Josef statt. Kurz darauf verließ sie den Kurort als zukünftige Kaiserin von Österreich. Franz Josef war vom Augenblick seiner Geburt an dazu bestimmt, Kaiser von Österreich zu werden. Dementsprechend gestaltete sich seine Erziehung. Sisi war sehr freiheitsliebend und eine der besten Reiterinnen ihrer Zeit. Die Zimmer geben Einblicke in das Privatleben der Habsburger. Hier in der Sommerresidenz wurde auch europäische Geschichte geschrieben. 1914 unterzeichnete Kaiser Franz Josef die Kriegserklärung an Serbien. Das führte letzten Endes auch zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Und wo war Sisis Teil? Links. Hier links. Und rechts Kaiser Franz Josef. Gästeführerin Helga Peer hat schon Königin Silvia von Schweden hier herumgeführt. Sie ist eine tolle Sisi-Expertin. Sie ist jeden Morgen zeitig unterwegs gewesen. Schon um 6 Uhr früh ist sie auf ihren Lieblingsberg, den Jainzen, hinaufgelaufen. Da hoch? Ja, in 40 Minuten war sie oben. Und wenn man sie sonst angetroffen hat, das war immer wie ein Blitz. In 10 Stundenkilometern war sie unterwegs. Sehr sportlich, gell? Mehr als sportlich. Fast jeden Sommer verbrachte Sisi einige Wochen in Ischl. Das war der Lieblingsplatz der Kaiserin. Dieses kleine Cottage war ihr Hochzeitsgeschenk von Kaiser Franz Josef. In diesem Cottage hat die Kaiserin ihre Turnübungen gemacht, musiziert und gezeichnet. Heute finden hier Ausstellungen statt.
Ja, und hier in Ischl hat ja alles angefangen, kann man sagen. Also ja. Die Zusammenkunft war ja hier, gell? Das war hier bei uns gewesen. Der Hintergrund ist, die Mutter des Kaisers, Erzogin Sophie, fand, dass Franz Josef jetzt im heiratsfähigen Alter war. Es gab schon verschiedene Versuche. Und dann hat man gesagt, ja, jetzt laden wir noch die ärmere Verwandtschaft ein. Die Schwester Ludovica mit ihren beiden Töchtern, Helene, die schon im heiratsfähigen Alter war, und Sissi als Begleitung. Ja. Die 3 Damen kamen dann am 16. August 1853 in Ischl an. Kaiser Franz Josef sah seine Cousinen, hat sich spontan in Sissi verliebt, wie ein Blitzschlag offenbar. Und 3 Tage später waren die beiden verlobt. Und dann war das aber schon wirklich eine Liebesheirat, kann man sagen. Oder man weiß es nicht so recht. Von Seiten Kaiser Franz Josef auf alle Fälle. Und ich glaube, Franz Josef war ein fescher Mann, er war der Kaiser von Österreich, ja, einer der bedeutendsten Männer. Und es war schon eine große Ehre für Sissi, dass sie auserwählt wurde. Mhm. Aber etwas später hat Sissi geschrieben, die Ehe ist eine widersinnige Einrichtung. Mit 15 wirst du verkauft. Du tust einen Schwur, den du nicht verstehst, den du dann 30 Jahre und länger nicht lösen kannst. Ja, das ist schon, da schwingt schon viel mit, gell? Ja. Sissis Geschichte wurde bis heute immer wieder verfilmt. Wie hier mit Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm. Im Filmklassiker von Regisseur Ernst Marischka aus den 50er Jahren eroberte sie das Herz des Kaisers von Österreich im Sturm. Das Landmädel wird zur wunderschönen Kaiserin. Ja. Das ist eine interessante Mischung. So einerseits so ein naturverbundenes Mädchen und dann später Frau und gleichzeitig dann aber ja doch auch sehr, sehr schönheitsbewusst. Und eitel wahrscheinlich auch, oder? Mit diesen langen Haaren. Sie wusste natürlich, dass sie diese Naturschönheit ist. Und die Schönheitspflege hat auch viel Zeit gekostet. Täglich wurde sie 3 Stunden lang frisiert. Na, Haarwäsche 3 dauert Stunden. einen ganzen Tag. Das Haarshampoo war angerührt aus Eidotter, Cognac und Rosenwasser. Weil die Haare so lang waren, dauerte das so lang, oder ja, wie? Ja, die Haare ließ sie wachsen, reichen dann bis zum Boden. Aber sie hat ja dann doch bei aller Ambivalenz 4 Kinder bekommen. Ne? Ja. Die erste war die Sophie, dann folgte Gisela ein Jahr später. Sophie ist leider im Alter von 2 Jahren verstorben. Genau. Im Jahr 1858 kam dann Arsène, die Thronfolger, auf die Welt, Rudolf. Und dann 10 Jahre später folgte noch ein Wunschkind, die Marie Valerie, wo ich sie sehr bewundere. Sie hat dann eingegriffen, als sie gesehen hat, wie extrem die Erziehung von Rudolf ist. Und es gibt das Ischler Ultimatum, wo sie gefordert hat, dass sie jetzt die Erziehung der Kinder übernimmt und alle ihre Belange vertritt. Und für sich selber hat sie auch alle Freiheiten herausgeholt. Mhm. Aber dann hat sie ja immer wieder doch auch einen ganz starken Freiheitsdrang gehabt und sich auch gerne ihre eigenen Wege gesucht, gell? Die jungen Leute sind immer ganz fasziniert, wenn wir erzählen, dass sie tätowiert war. Sie kam mit einem Anker auf der linken Schulter aus Korfu zurück. Um dem Meer zu huldigen, oder? Ja, sie hat sich ja oft auf einem Schiff an den Masten binden lassen und hat den Sturm genossen. Und das hat sie dann alles in den Gedichten wiedergegeben. Also sie war schon eine faszinierende Persönlichkeit. Für alle Sissi-Fans ist die Kaiservilla in Bad Ischl sicher ein absolutes Muss. Hier wurden auch einige Szenen aus der Trilogie mit Romy Schneider gedreht. Zum Ausflugslokal auf dem Siriuskogel kommt man nur zu Fuß. Über den Sinneswunderweg. Boah, krass, Nelke. Puh. Appetitanregend, infektionshemmend, siehst du, euphorisierend. Bisschen muffiger als das frische bisher. Da bin ich jetzt gespannt. Weihrauch! Wow. Und das hier ist leider auch kein Pfifferling. Riecht aber schön nach Herbst. Oh,
der riecht toll. Ich glaube, das ist ein Steinpilz. Den bringen wir jetzt mit. Etwa 20 Minuten dauert der Spaziergang. Oben werden wir bereits erwartet. Jamina! Hi! Krauli, ja, ich habe einen Pilz gefunden. Super! Ich komme zu dir. Könntest du dein Haar herunterlassen? Für Familien mit Kindern scheint das hier auch ein richtig gutes Ausflugsziel zu sein. Tamina, Hallo. herzlich willkommen am Ja, Mensch, Seelorskogel. was für eine Begrüßung da oben. Ich kann leider nicht Hallo sagen, ich habe einen Pilz in der Hand. Jö, Guck mal, Pilz. ist es jetzt, riech mal. Ist es ein kleiner Steinpilz? Nein. Oh. Tut mir leid. Der Aussichtsturm steht schon seit 1885 auf dem Berg Siriuskogel. Als Christoph Held das Gasthaus hier oben gepachtet hat, war er gerade einmal 22 Jahre alt. Mittlerweile hat er viele Auszeichnungen. Es ist ihm wichtig, regional und saisonal zu kochen. Heute gibt's Fisch aus dem Ausseerland mit Kürbis. Und das kommt ja jetzt zum Grill, aber zuerst marinieren wir uns noch ein bisschen. Olivenöl. Genau. Und dann kann man weißt du, was das Schönste ist? Beim Kochen kann man überhaupt nichts falsch machen. Da tut man einfach noch Lust und Liebe. Und woher kommen die Basics bei dir? Ja, ich bin gelernter Koch und habe ganz traditionell gelernt. Und Und die Lust muss ja aber auch schon irgendwo hergekommen na sicher, sein. fürs Kochen brauchst du Leidenschaft. Ja. Also wenn du schlecht drauf bist und du keine Lust zum Kochen hast, ist gescheiter, du streichst ein Butterbrot. Ist mir heute in der Nacht eingefallen, ein lustiges Wortspiel machen wir. Wir haben da einen Fisch, da vorne haben wir Heu, wir machen einen Heufisch. Aus einem Süßwasserfisch machen wir einen Heufisch sozusagen. Du kannst da jetzt einfach ein bisschen so Heu reingeben. Ja? Wow. Und dann dämpfen wir das in den Dämpfkorb da bei uns am Lagerfeuer. Jawohl. Zettel zu. Ist der schon in Salz, der Fisch? Nein, den würzen wir jetzt dann später noch einmal. Ah. Genau. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das Risotto wird. Ja, das wird super, wirst sehen. Selbstgemachtes rotes Rübenpulver, dazu federweißer und roter Holler, also Holundersaft. Ein sehr farbenfrohes Gericht. Wichtig ist, dass man ein Risotto gleich am Anfang würzt mit Salz. Dann geht das Salz praktisch in das Korn rein. Den lassen wir jetzt noch ein bisschen Ruhe, da müssen wir noch ein bisschen ziehen lassen. Wir können uns ja sonst in der Zwischenzeit, weil da kann ja überhaupt nichts passieren, vorne noch mal die Aussicht anschauen. Hast du schon nach vorne geschaut? Nee, noch nicht, gar nicht richtig. Sehr gerne. Ich gehe voraus. Das läuft jetzt hier, alleine. Wir sind hier auf fast 600 Metern. Das verspricht einen guten Blick über die Dächer der Kurstadt. Schau, und das ist verdichtet von oben. Ja, das ist fein, echt. Ja. Ich stehe da immer wieder gerne. Das ist schon auch schön, so ein bisschen über den Dingen zu sein. He? Ja, habe ich gern. Unten verliere ich mich manchmal, aber so oben drüber schlagt irgendwie ein anderer Rhythmus, finde ich. Ja. Ja, jetzt schauen wir dann noch mal in die Küche, oder? Ja, bevor es anbrennt. Ja, so tun wir. Sehr gut. Ein ganz kleines Schluckerl nur so zum Anstoßen. Ja, oh, Weil, ja, gern. Das ist jetzt wie Federweißer, wie war das? genau, Schilcher heißt der bei uns. Schilcher. Das ist eine Rebe. Oh, der riecht ja unglaublich nach Holunder. Genau. Oh, Zum Wohl. zum Wohl. Ich hacke uns noch ein bisschen an Rosmarin zusammen, ganz grob eigentlich. Und weil es gerade da ist, ein wenig am Petersil. Ihr habt ja schon einige Auszeichnungen auch gekriegt. Ja. Was bedeutet dir das? Also Auszeichnungen bedeuten mir gar nichts mehr. Ich bin weg von Leistungsdruck. Ich war früher Sportler, von da kommt auch das Krauli vom Kraulen. Schwimmschuh. Genau. Und da war das für mich immer wichtig, am Platz 1 zu sein oder vorne mit dabei. Jetzt ist es so, wir haben Auszeichnungen gekriegt und dann haben wir gemerkt, es macht Druck und wir wollen frei sein. Und also ich lasse mich ungern von so hochgestochene Gastrokritiker einstufen. Mir ist lieber, es kommt der Gast zu mir in die Küche und sagt, das war super oder das war nichts. Und so direkt, das ist für mich wichtig. Das fertige Risotto sieht schon mal sehr lecker aus. Dann haben wir da diesen gegrillten Kürbis. Dann haben wir da oben den Heufisch. Schau mal, da hast du das ganze Aroma drin. Boah. Gell? Also Heu da riecht man und das, Fisch ja, da riecht man das Heu. Oh, jetzt kommt wird noch aber ein bisschen doch noch Kaviar. ein... Lass das schmecken. Ein Gedicht.
Jetzt in der Sonne, im Herbst, hier mittendrin draußen. Lassen, ja, ne, das kann man. Wie sagst du das? Kann man sich gefallen lassen. Gefallen lassen. Ja, das kann man sich gefallen lassen. Gefallen lassen, ja, genau. Das lassen wir uns gefallen. Das lassen wir uns gefallen. Vielen Dank. Herrlich. Ich will auch so eine Küche haben. Nimm das im mit. Garten. Wie in einem Märchen thront Schloss Fuschl am gleichnamigen See. Das historische Jagdschloss war mal Sommerresidenz der Salzburger Erzbischöfe. Weltberühmt wurde das heutige Sternehotel in den 1950er Jahren. Als Kulisse für die Sissi-Filme. Der Fuschlsee gehört zu den saubersten im Salzkammergut. Die Weichheit des Wassers soll ideal sein für die Trendsportart Stand-Up-Paddling. So, oh, das ist jetzt deins hier. Genau, das ist jetzt ein Raceboard. Und das ist... Oh. Das ist ein Hardboard, also ein Rigidboard. Ja. Das ist kein aufblasbares, das ist eine Carbon-Sandwich-Konstruktion. Steht auch relativ tief hier drinnen. Und es wackelt wahrscheinlich auch mega. Es wackelt ziemlich, ja. Oh. Und das hat den Grund, weil es einfach keine scharfen Kanten hat, wie man es normalerweise oft beim Boardsport hat, sondern rund und ein sehr flattes Unterwasserschiff. Ein flattes Unterwasserschiff bedeutet einfach, dass es unglaublich schnell ist. Und wenn wir jetzt da raussehen, was siehst du? Das Schloss. Davor, das Wasser ist absolut flach, also perfekte Conditions, um eine klassische Tour anzutreten oder eben auch über den See zu racen wie Ära. Gut, Rainer. Und gehen wir dann schaffen wir es bis zum Schloss oder wie ist das? Da vergehe ich mal 1000%ig aus. Jetzt wirklich? Na klar. Oh Gott, dann probieren wir es jetzt. Okay. Vor dem Start noch ein paar Trockenübungen. Aber legen wir vorne quer, ja. Dann schauen wir nach vorne in die weite Ferne, ja. Nicht auf die Bordspitze, sondern durch einen fixen Punkt. Und dann ersten Fuß, zweiten Fuß. So, da. So. Chuck, chuck. Genau. Sehr schön, es geht los. Auf zum Schloss, über den Fuschlsee. Samina. Ja, das ist auch stickig. Aufstehen ist immer besonders prickelnd. Bei einer Wassertemperatur von 14 Grad möchte ich heute nicht reinfallen. Also die Mitte des Boards finden. Also versuch die gegenüberliegende Hüfte wirklich nach vorne zu schieben. Welche? Die? In dem Fall jetzt deine linke. Und dann reinstechen und... Die rechte, Entschuldigung. Eben, ne? Ja, genau, und jetzt die linke, oder? Jetzt die linke. Genau. Ich glaube, wenn wir schneller werden, dann wird es leichter, ne? Genau, dann wird es leichter, der Widerstand wird weniger. Mit dem richtigen Paddelzug kommt auch die Stabilität, erklärt mir Rainer. Sehr gut. Juhu! 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 Mit vollem Speed über den spiegelglatten Fuschlsee zu sausen. Ein herrliches Gefühl. Eigentlich wollten wir ja bis zum Schloss. Das schaffen wir heute nicht ganz. Egal. Zappen auf dem Fuschlsee. Ja, was ist der Plan? Yes. Von der tollen Wasserqualität profitiert auch die Fischerei. Es gibt hier 15 Fischarten. Fischereimeister Gerhard Langmeier kümmert sich seit vielen Jahrzehnten um eine nachhaltige Fischerei in diesem Gewässer.
In der Schloss-Fuschel-Fischerei wird jeden Tag geräuchert und ofenwarm serviert. Die Rheinanke, auch Renke genannt, ist eine Fischspezialität im Salzkammergut. Das müssen wir unbedingt probieren. Hallo, servus. Am besten sollen Renken mit Brot und Krenn, also Meerrettich, schmecken. Super, vielen Dank. Dankeschön. Jetzt ein bisschen Krenn. Da braucht es gar nicht unbedingt Brot. Vom Fuschelsee geht's jetzt in die Berge, auf die Gruberalm. Eine sehr beliebte Wanderstrecke führt zu einer sehr bekannten Sennerin. Startpunkt der Wanderung ist der Parkplatz Lämmerbach in der Gemeinde Hintersee. Gute Luft. Und jetzt geht's zur Lissi. Und da muss man zu Fuß hin. Um die meisten Wälder im Salzkammergut kümmern sich übrigens die österreichischen Bundesforste. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit sorgen sie auch dafür, dass Natur- und Artenschutz erhalten bleiben. Zwei Wege führen zu Lissi. Familien mit Kinderwagen nehmen den asphaltierten. Wir gehen den alten Almweg über einen steilen Bergpfad. Ja, wieder. Sennerin Lissi hat schon etliche Sommer auf der Gruberalm verbracht. Den ersten mit gerade einmal 14 Jahren. Immer waren es Frauen, die sich um die Almwirtschaft gekümmert haben. Ihre Großtante servierte schon Kaiser Franz Josef einen Kaiserschmarrn. Lissis Popfesen hätten ihm bestimmt auch geschmeckt. Sie bereitet sie immer ganz frisch zu. Nach etwa einer Stunde erreichen wir die Alm. Die Meierlehenhütte von Lissi ist eine von 3 Hütten auf der Gruberalm und liegt sehr idyllisch auf 1036 Metern Höhe. Eingerahmt von prächtigen Bergen. Sieht aus wie in einem Heimatfilm. Und doch ist alles echt, auch die Lissi. So, wer kriegt denn feuchte Puffisen? Ja, doch. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Danke, lasst euch schmecken. Und wer ist der nächste Feich? Ein Weißbier nochmal. Machen wir. Und zum Essen auch was? Passt dabei? Dankeschön, ja. Genau, bitte gerne. Lissi, hallo. Ja, hallo, grüß Das dich. ist ja die rechte Bestellung. Ja. Speck, was war es jetzt? Speckjause? Speckjausen, Almjausen, Leberknellsuppen. Weißbier, alles. Ja, und das haben wir. machst alles du? Ja, genau. Ich gehe dann in die Küche und nachher, damit sie gleich mal ein Essen kriegen. Das ist eine richtige Truppe, die dann kommt und dann wollen alle essen und dann geht's gerade los. Genau. Und das ist ja viel Platz für ganz viele Leute. Ja, ja, weißt du, beim schönen Wetter und Sonntag und nach Wochenende, dann passt es. Wenn sie alle wandern gehen. Kann ich dich ein bisschen unterstützen? Ja, genau. Weißt du, wir gehen in die Küche und du machst die Getränke und ich gehe zu Jausen. Ja, zack. Lavendel und Holler. Super. Sieht aus wie Lavendel, genau. Und wer hat den Holler? So. Lissi, hier um die Ecke rum auch noch? Bis zum nächsten Ausgang ist, muss alles ablegen. Und? Jetzt, wo ihre Pinzgauer Kühe wieder im Tal sind, hat der Zaun erstmal ausgedient. Den ganzen Sommer hat sich Lissi als Sennerin um das Vieh und die Landschaftspflege auf der Alm gekümmert. So, jetzt sind wir fertig. Gut, wieder was geschafft, ne? Die Alm ist auch schon ganz lang durchgängig bewirtschaftet, gell? Das ist schon lange bewirtschaftet, ja. Das haben wir jetzt Von noch deiner angefangen. Familie, oder? Von meiner Familie, genau. Ich weiß eben noch, die Großmutter, die haben noch keine Straßen da gehabt.
Die haben nur die Milch verarbeitet, alles. Butter gerührt und Käse und Butter gemacht eben. Und dann meine Eltern haben halt so dieses Milchliefern dann angefangen und haben halt mit der Kraxen die Milch dann 4-mal am Tag da bis zur Straße rübertragen. Das war halt wirklich nur Landwirtschaft. Und kein Tourismus und gar nichts. Ja. Und dann hast du damit angefangen? Ich habe damit angefangen nachher. Die Schüler aus Salzburg bringen Lissi noch ein Abschiedsständchen, bevor sie weiter wandern. Also vielen Dank, das war jetzt echt ein Erlebnis. Toll, danke. Es kommt gut wieder runter, gell? Danke, Und auf mich wartet jetzt eine Stärkung. Oh, lass das schmecken. Das ist jetzt ganz was Herzhaftes. Was ist denn da jetzt drin? Das ist Bauernkarpfen, Hefeteig. Sonst ist gar nichts drin. Hefeteig und das wird einfach in Fett rausgebacken. Oh, der ist ja ganz heiß. Wird ja ganz frisch. Und jetzt zack. Jetzt zack. Okay. Oh. Oh. Mm. Hammer. Oh. Ach, die Lissi, die kocht einfach zu gut. Am nächsten Morgen fahren wir zuerst nach Gmunden am Traunsee, dann nach Seewalchen am Attersee. Und im Gimbachfluss soll man gut tauchen können. Die Römer sollen ihn Lacus Felix, glücklicher See, genannt haben. Der tiefste See im Salzkammergut ist bekannt für das Seeschloss Ort. Und für Gisela. Sie ist 52 Meter lang und gehört zu den ältesten Raddampfern der Welt. Benannt nach einer Tochter von Kaiser Franz Josef und Kaiserin Sissi. Sie ist das letzte von insgesamt 5 Dampfschiffen, die den Traunsee mal befahren haben. Für Besitzer und Kapitän Karl-Heinz Eder ist Gisela vor allem eins. Eine Diva. Eine Diva. Und sie will auch so behandelt werden. Kein Wunder, sie wurde 1871 in Wien gebaut. Damals blühte der Salzhandel und es ging mit dem Tourismus los. Auch die Schifffahrt auf dem Traunsee florierte. Einen Schaufelraddampfer zu steuern. Damals wie heute eine Kunst. Das Schiff ist nur in Fahrt manövrierfähig. Das heißt, da muss man ganz viele Dinge beachten. Die Beladung, wo die meisten Gäste sitzen, ob sie vorne sitzen, hinten sitzen oder oben sitzen. Dann, wie ist der Seitenwind, wie ist die Strömung. Und die Befehlsübermittlung passiert ja so wie vor 150 Jahren mit einem Maschinentelegraphen. Das heißt, der Kollege unten, der Heizer, der Maschinist, Chefmaschinist, ist derjenige, der meine Kommandos auf dieser Skala ablesen muss und dann ausführen muss. Das heißt, er weiß nicht, wo ich hinfahre und ich weiß nicht, ob er das ausführt. Damit Gisela nicht übers Ziel hinausschießt, erfordert jedes Anlegemanöver Präzisionsarbeit. Der Kapitän übermittelt ein Signal per Maschinentelegraph. Und der Chefmaschinist muss in kürzester Zeit darauf reagieren. Zum Beispiel die Schaufelräder auskuppeln. (1980) drohte dem beliebten Ausflugsdampfer die Verschrottung. In einer Rettungsaktion, bei der auch die Bevölkerung mithalf, gelang es, ihre Sanierung zu finanzieren. Jetzt befährt eine generalüberholte Gisela den Traunsee. Unter Denkmalschutz. Macht das Steuern aber nicht einfacher. Das ist schon, ja. Da geht schon was in die Muckis. Sie ist und bleibt eben eine Diva.
die Gisela. In Sachen Salz war Gmunden ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Quasi die Mautstelle, die alle Schiffe passieren mussten, bevor das Salz auf der Traun und auf der Donau weiter verschifft wurde. Manchen Häusern sieht man noch an, dass das weiße Gold zu Wohlstand geführt hat. Wer durch die Altstadt geht, entdeckt schon mal historische Zunftzeichen. Nicht aus Eisen, sondern aus Keramik. Seit dem 15. Jahrhundert ist Gmunden für seine Keramikproduktion berühmt. In der Manufaktur entstehen Tag für Tag tausende Unikate. Das Flammen ist eine einzigartige Spritztechnik, die seit 300 Jahren nur hier ausgeübt wird. Es gibt viele unterschiedliche Dekors. Jede Tasse, jedes Stück Geschirr wird einzeln von Hand bearbeitet und bemalt. Von der Verarbeitung der Rohmasse bis zur Bemalung erfolgen alle Arbeitsschritte hier. 150 Frauen und Männer sind im Werk beschäftigt. Besucher können eine Führung machen und selbst Keramik bemalen. Und natürlich Geschirr kaufen. Zum Beispiel das grün geflammte, das berühmteste Muster der Keramikmanufaktur. Neben dem Mondsee liegt der Attersee. Er inspirierte schon Jugendstilmaler Gustav Klimt und Komponist Gustav Mahler, die viele Sommer hier verbrachten. Das größte Gewässer im Salzkammergut ist ein Hotspot für Wassersport. Wir besuchen die Tauchschule. Sieht ja schon sehr spannend aus hier. Wie war das noch? Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Ich war sehr gespannt, was für ein Abenteuer mich jetzt erwartet. Zugegeben, es sieht etwas merkwürdig aus. Etwa 5 Kilometer vom Attersee entfernt stapfen wir in Neoprenanzügen durch den Wald. Waldbaden mal anders. Unser Ziel? Der Fluss Gimbach im Weißenbachtal mit seinem glasklaren Gebirgswasser. Nein, das ist gefroren. Ja, das ist eisfrei. Also, sag mal, ihr seid ja auch mutig. Nein, bitte nicht. Na, komm jetzt. Ach Gott, du. Und ist so wirklich? Ja. Doch. Oh Gott. Das läuft rein. Oh, das ist so kalt. Oh. Ich glaube, es sind 10 Grad, vielleicht auch noch 5. Ja, 15. Doch, vielleicht auch 5. Oh Gott, es ist kalt. Es läuft so langsam in den Anzug. Super, auflaufen. Musste. Jetzt musste. Oh. Jetzt zieht man die Haube auf. Schau her. Ganz drüber ziehen. Ganz drüber ziehen. Ganz zumachen. Oh Gott. Im tieferen Wasser wird mit der Taucherbrille geübt. War euch alles klar? Also wenn man Schnorchel im Mund nimmt, immer ausatmet und eher pustet. Das schaut dann so aus, wie man spucken dann. Es könnte ja Wasser drin sein. Ja, nehmen wir mal den Wasser. Tauchlehrer Gregor zeigt uns, wie wir mit Brille und Schnorchel umgehen. Dann ein erster Tauchgang. Die Kälte ist schon fast vergessen. Zu schön ist das Unterwasserspiel in den Gumpen, den vom Wasser ausgespülten Vertiefungen im Flussbett. Der Gimbachfluss geht über sogenannte Kaskaden. Das sind Felsstufen mit Wasserfällen.
Vor uns liegt jetzt so eine Kaskade. Da sollen wir runterrutschen. Hast du ein bisschen Respekt? Ja, ich bin gespannt, was kommt. Aber ich freue mich. Ja, genau. Spannend und trotzdem Vorfreude. Ja. Eine Rutschpartie durch die Felsrinne. Keine Ahnung, ob ich hier heil runterkomme. Schiss da oben. Das ist ein richtiger Wildbach und du denkst, es zerschmettert dir alle Knochen. Aber nein, es geht. Tatsächlich sieht das Ganze doch etwas gefährlicher aus, als es ist. Die von Naturgewalten über viele Jahre geformten Felsstufen sind abgerundet und überraschend geschmeidig. Floating. Einfach schwerelos im Fluss treiben. Auch das gehört zum Wandern mit der Taucherbrille, wie sich diese Tour nennt. Und es geht noch weiter. Vor uns liegt die nächste Kaskade. Hier sollen wir springen, sagt Tauchlehrer Gregor. Na dann. Geschafft! Was für ein Wasserabenteuer! Die Flusswelt erlebt man so aus einer ganz neuen Perspektive. Oh. Und die Jäckchen. Und dann wird es hier immer größer. Schön schlicht, gell? Seit der Gründung 1949 rattern in der Dirndl-Manufaktur Toastmann die Nähmaschinen. Jedes Dirndl, jede Tracht wird aus feinsten Stoffen und von Hand angefertigt. In Seewalchen am Attersee und in Wien. Alles made in Austria. Was als Zwei-Personen-Betrieb angefangen hat, beschäftigt heute über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an beiden Standorten. Es war ein großer Erfolg für das Familienunternehmen, als eine Dirndl-Kollektion auf den Laufstegen der Paris Fashion Week gezeigt wurde. Eine der bedeutendsten Modewochen der Welt. Oh. Eine Welt voller Dirndl. Das ist ja jetzt hier eine Vielfalt. Gast haben wir. Ah, Frau Toastmann. Pamina, Mensch, von Ihnen habe ich ja schon viel gehört. Sagen, alle nennen mich Fesch Gexi. sehen Sie aus. Wie nennt man Sie? Gexi. Gexi. Ja. Gut. Aber warum eigentlich? Weil Gesine, das ist mein Taufname sozusagen von meiner Großmutter aus Hamburg. Und das können die Österreicher, konnten damals mit dem Namen nichts anfangen. Vor 80 Jahren war das. Ja. Und haben sie mich gleich Gexi genannt. Und das ist mir geblieben.
Aber Großmutter aus Hamburg, und wie geht es mit dem Dirndl zusammen? Das fragt man sich ja gleich. Das ist mein Vater. Während der Zeit des Anschlusses war er im Salzkammergut und hat eine fesche junge Frau am See gesehen. Das war meine Mutter. Hat sich verliebt. Hatte die einen Dirndl an? Hatte ein Dirndl an. Selbstverständlich. Ja, und kurz darauf war ich dann unterwegs. Und dann ist hier geheiratet worden, hier im Haus. Ach. Das war die Gemeinde von Seeweichen. Und dann ging das mit den Dirndeln erst später los Erst und mit nach den dem Trachten. Krieg. Das nach dem Krieg, da haben die Eltern nicht gewusst, was sie machen sollen. Und die Mutter hat gesagt, ich wollte eigentlich immer schon eine Art Trachtenstube aufmachen. Die Mutter war hochbegabt. So hat sie gesagt, machen wir doch eine Trachtenstube. Passt. Aber jetzt probieren Sie einmal was. Das sind die schicken. Das sind die weichen. Das ist schon toll. Ja, das ist so die Farbe. Also Dirndl heißt nicht von vornherein Holz vor der Hütte herzeigen. Nein. Nein. Sondern? Ja, das ist individuell, wie alles. Ja. Das kann man machen, wie man will. Eben, das ist ja eigentlich schön. Aber ja, ich meine, bei Ihnen wird nicht so viel Holz vor der Hütte sein. Das schaut sehr schön aus. Wenn es jetzt viel ist oder wenn es jetzt wenig ist? Probieren wir es einmal. Wir probieren es einfach. Also wir haben eine Farbe, ich finde die so toll für Sie. Ja. Die müssen wir probieren. Ich werde alles öffnen und dann... Ich kriege Assistenz. Ja, und ich werde zuschauen. Ja, aber Sie kommen wie schön schon mit. Sie sind hier. So, das noch zu. Das schaut aber toll aus. Tara hat diese Schuhe noch dazu. Also, wenn ich jetzt in diesem Dirndl da so stehe, ich finde, es hat gleich, man hat gleich eine andere Haltung. Ja. Und Ja. ein anderes Lebensgefühl. Ja, und Aber es ist ja das Dirndl schon etwas, was polarisiert. Also das polarisiert. Meine Mutter aus Norddeutschland findet, oh, Dirndl und Trachten und oh. Wirklich? Ja, so ein bisschen so, Also, findet sie so ein bisschen. Sie soll mal kommen. Ich finde überhaupt, ein Dirndl ist ein Stil, wo man sagen kann, als emanzipierte Frau, Ja sagen zum Frausein. Man muss nicht immer die Männerkultur nachmachen. In jeder Beziehung, sowohl bei der Kleidung als bei verschiedenen Ja, anderen das gefällt Sachen. mir schon mal. Und was sagen jetzt die Fachfrauen? Passt es zu mir jetzt? Ja, besser geht's nicht. Anders ging's noch. Ja. Übrigens, Dirndl muss man hier nicht kaufen. Man kann sie auch mieten. Nennt sich Tracht in Pacht. Am Attersee heißt es Abschied nehmen vom Salzkammergut. Das Schöne an dieser Gegend ist auch, dass Traditionen bewahrt werden und trotzdem hier ein frischer Wind weht. Schön erfrischend. Ja, im Salzkammergut, da kann man ganz viel gut. Und auf jeden Fall entspannen und Urlaub machen. Führt euch und bis zum nächsten Mal.